Hallo, ich bin Emily Knobloch. Ich komme aus Frankfurt, habe inzwischen schon in Amerika gewohnt und dort studiert. Mittlerweile wohne ich in Berlin und arbeite bei Uniqlo als Graphic Designerin. Mir wird oft gesagt von meinen Freunden, dass ich sehr stolz bin aufs Judentum und dass sie das am meisten beeindruckt über mich. Also wenn ich jemanden kennenlerne, tue ich mich nicht schämen, tue ich gleich gerne erklären, so viel ich kann, was es für mich bedeutet, wann ich einen Feiertag habe, dass ich da extra hinfahre für, warum ich das mache. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen, in Frankfurt, und das ist eine sehr kleine Gemeinde, würde ich sagen. Die meisten halten auch nicht so viel ein, also die meisten kommen zur Synagoge auf jeden Fall, aber halten zum Beispiel das koschere Essen nicht ein, manche Feiertage nicht ein. Ich würde sagen, dass meine Familie das noch tut, also meine Familie tut das meiste noch einhalten, das finde ich auch schön, und damit bin ich auch aufgewachsen worden, mit einer Familie, der das auch wichtig ist, und deswegen haben wir alle Feiertage, versuchen wir alle zusammen zu haben. Uns wird alles erklärt von meinem Vater, auf jeden Fall sehr viel. Und als kleine Kinder hat mein Vater uns immer in die Synagoge mitgenommen. Und deswegen ist es ein Teil von meiner Kindheit und ist mir wahrscheinlich deswegen auch so wichtig, uns auch allen so zu zeigen. Weil ich in Frankfurt auch nicht so viele jüdische Freunde habe, also musste ich das oft zu Hause, also in der Schule erklären. Feiertage oder mein Glaube. Aber dann, als ich nach Amerika gezogen bin, das für mich cool war, dass alle schon die Feiertage kannten, haben es respektiert. Yom Kippur haben meine Mitbewohner in Amerika haben extra vor mir gekocht, haben mich so schlafen lassen, waren sehr respektvoll, und das fand ich schön. Und auch in meiner Uni gab es so ein Haus, wo man hingehen konnte und die Feiertage oder Schabbat hingehen konnte. Und wie eine kleine Community, jeder konnte kommen, auch jüdisch oder nicht jüdisch, alle sind willkommen. Und da waren immer sehr viele Leute, das ist auch für mich neu, dass es so viele jüdische Leute um mich herum gibt. Das war auch sehr schön und einfach. Ich esse Koscher, das heißt, ich konnte dann auch sogar im Supermarkt Fleisch kaufen, das war auch für mich neu und praktisch. Da ich jetzt wieder in Deutschland wohne, kann ich nach Hause fahren, was ich ganz gut finde. Deswegen bin ich auch zurückgezogen, weil als ich in Amerika war ich auf mich allein gestellt mit den Feiertagen. Also habe ich auf jeden Fall die wichtigsten Feiertage eingehalten, wie ich konnte. Bin zu diesem Haushalt gegangen, habe es da ein bisschen gemacht, aber das war nicht dasselbe, wie ich es von zu Hause kannte. Und es war auch ein bisschen schwerer, würde ich sagen. Und jetzt, wo ich in Berlin bin, fahre ich dann einfach nach Hause. Es ist ja nur 4 Stunden mit dem Zug. Das kann man, glaube ich, nicht auf eine Person beziehen. Also ich glaube, jeder in meiner Familie hat was dazu beigetragen. Also ich habe 3 ältere Geschwister, das heißt, ich habe wie mehrere Elternteile. Also jeder hat zu meiner Erziehung beigetragen. Jeder sagt auch gerne seine Meinung dazu, wenn ich was tue. Ich höre auch gerne auf deren Meinung heute noch, obwohl ich 23 bin. Und bedeuten sie auch sehr viel, was sie denken. Und ja, weiß nicht, was sagen sie. Wenn ich mich wo bewerbe, merkt sich jeder meinen Namen sofort, und damit fängt es an. Aber wenn jemand jüdisch ist, kennt er meine Oma und hat dann da eine hohe Erwartung von mir, dass ich im Judentum mich sehr gut auskenne, dass ich selber sehr gläubig bin, was ich bin, aber haben auf jeden Fall eine hohe Erwartung von mir. Aber das finde ich nichts Schlechtes, auf jeden Fall. Meine Oma zum Beispiel ist eine sehr tolle Frau, die viel durchlebt hat und weiterhin eine starke Frau wahrscheinlich deswegen ist, und auf die ich auch hochschaue, sagt man das so, aus dem Grund. Und sie ist auch sehr beeindruckend, kann man viel von lernen. Und genauso auch wie mein Vater ist auch eine sehr starke Personalität. Oder hat eine starke Personality. Und deswegen lerne ich auch gern von denen und versuche, also ich glaube, das werde ich nie erreichen, so toll zu sein wie die, aber man kann auf jeden Fall um deren Rat bitten. Ich bin eher ein zurückhaltender Mensch, würde ich sagen. Deswegen würde ich, glaube ich, nicht in die Politik gehen wollen. Also es gab natürlich einzelne Sachen in meinem Leben in Deutschland, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Also ich habe schon mal rassistische Kommentare bekommen, die nicht direkt waren, aber indirekt. Und das verstehen viele Leute dann auch nicht. Vor allem meine Freunde, die nicht jüdisch sind, verstehen nicht, warum mich das traurig macht. Ich kann eine Geschichte auch erzählen. Ich war mit meinen Freunden aus und dann kamen Leute, die ich nicht kannte, dazu.
eine Gruppe von Jungs, die auch meine Freunde nicht so gut kannten. Die haben sich zu uns gesetzt, wir haben einfach weiter uns unterhalten. Die haben dann angefangen mitzureden natürlich und Spiel zu machen. Wir haben angefangen Karten zu spielen. Und da gibt es ja den Buben, König, Königin und dann gibt es auch eine Karte mit dem J. Und dann hat einer gesagt, so, ich hatte die Karte mit dem J, also ich glaube das Buch, in der Hand. Und dann hat er mich gefragt, ob ich die Judenkarte in der Hand habe. Und das war für mich irgendwie sehr schockierend. Erst habe ich es nicht realisiert, aber deshalb war es schon für mich schockierend, wie man eine Religion zu einer Karte irgendwie identifizieren kann. Das habe ich nicht verstanden. Und meine Freunde haben weitergespielt, die haben es auch nicht verstanden. Und das habe ich auch traurig gemacht. Das ist nicht, außer eine Freundin von mir, die hat mich auch blöd angeguckt, weil so, was war das gerade? Und daraufhin haben wir uns umgesetzt, weggesetzt von denen auch gleich. Und dann kam die wieder zu uns und hat es jetzt nochmal erwähnt. Und normalerweise bin ich jetzt nicht eine Person, die jemanden so böse was sagt, aber dann hat er es halt nochmal gesagt und dann habe ich ihn halt blöd angeguckt und habe gesagt, so, du musst aufpassen, mit wem du am Tisch sitzt. Du kannst dir einfach irgendwie sowas so sagen und bin gegangen. Weil es war für mich, hat mich schon irgendwie traurig gemacht, dass jemand das irgendwie so nicht versteht auch und es aus Spaß sagt, aber es ist nicht eine Karte mit einer Religion. Also nur wenn jetzt ein C auf irgendwo steht, denke ich nicht an das Christentum. Ja, ich habe sehr viele nicht-jüdische Freunde. Meine Freunde wollen auch viel lernen über meine Religion und fragen mich deswegen viele Fragen drüber. Nicht alle kann ich beantworten, aber von mir selber weiß, kann ich sagen. Das fand ich auch immer sehr schön. Mir ist es wichtig, dass die Leute um mich herum interessiert sind. Also man sollte auf jeden Fall davon viel erzählen, damit andere Leute darüber lernen können, weil es ist Teil, also zum Beispiel für mich ist es Teil meiner Identität. Es ist ein Teil von wer ich bin, wie ich aufgewachsen bin und es gibt mir auch so einen Halt in meinem Alltag. Und deswegen finde ich, sollte man stolz sein. Meine Oma ist sehr so, schämt sich nicht davor, das zu erzählen. Schämt sich nicht das richtige Wort, aber sie erzählt sehr gerne ihre Geschichte, weil sie will, dass sie davon erfährt, dass sie davon lernt. Sowohl, also so wie wir auch. Ich habe die Geschichte mittlerweile gehört und sehe aber trotzdem jedes Mal, wie meine Oma jedes Mal bei einer bestimmten Stelle anfängt zu weinen, obwohl es schon sehr viele Jahre her ist, obwohl sie schon so oft erzählt hat, in verschiedenen Weisen. Und jedes Mal ist es auch für mich dann emotional, wenn ich meine Oma da weinen sehe. Ich denke, es ist noch nah genug, damit zu fühlen auf jeden Fall. Ja, ist, glaube ich, auch ein Teil von uns, also von unserer Religion, diese Geschichte. Und ist auch immer traurig und ich versuche auch meinen Freunden davon zu erzählen, damit sie auch davon lernen oder es verstehen. So für die Geschichte von meiner Familie. Deutsch bin ich von der Nationalität, Jüdisch sein ist meine Religion. Aber man kann schon so sagen, das Judentum ist fast wie so eine Nationalität, also schon so eine Sache, die man gleich so beschreibt, wenn ich jemanden kennenlerne. Ich glaube, jemand anders will das vielleicht nicht machen und für uns ist so ein Teil und es ist auch ein Teil, wenn man es gleich erzählt und die andere Person ist auch jüdisch, dann ist man gleich nicht wie Familie, aber man versteht sich auf jeden Fall, man ist auf derselben Wellenlänge, man versteht sich sofort und man wird sofort aufgenommen von der anderen Person, obwohl die ganz fremd sind. Und das ist auch was Schönes, finde ich, daran.